Auch nach 60 Jahren sind die Erinnerungen so, als ob es gestern gewesen wäre. Die Kälte, das Schneetreiben, genau wie es damals war, als die Russen schon ganz kurz vor Auschwitz waren. Wir konnten das Geschützfeuer schon hören. Am Abend vor dem Einmarsch der Russen wurden die letzten Häftlinge evakuiert. Das ist ein Teil der Lagerstraße, wo man genau den Wachturm sehen kann, von dem aus das ganze Lager überwacht wurde. Hier ist das Krematorium. Hier wurden Leichen verbrannt, die zum Beispiel im Block 11 hingerichtet wurden. Block 11 war der Bunkerblock, wo sehr viele Häftlinge an der sogenannten Mauer erschossen wurden. Dieses Krematorium wurde nachher, ich glaube es war Ende 1943, geschlossen, weil dann inzwischen die ganz großen in Birkenau in Betrieb genommen wurden. Wir sehen jetzt hier den Galgen, wo der Lagerkommandant Höss, ich glaube 1948, gehängt wurde. Für mich eine wahnsinnige Genugtuung, wenn ich daran denke, dass ich Häftling war und überlebt habe und heute mit dem Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Köhler, an der Stelle stehe, wo Herr Höss, der Hunderttausende umgebracht hat, gehängt wurde. Hier ist meine ehemalige Arbeitsstätte. Bis zum letzten Tag meiner Inhaftierung in Auschwitz habe ich hier am Tor als Läufer gearbeitet. Links war die Rapportstube, wo die SS jeden Abend und jeden Morgen den Appell abgehalten hatte und wo ständig der Bestand an Häftlingen kontrolliert wurde. Um das Ganze sieht man einen Teil des elektrischen Zauns, der dann eingeschaltet wurde, wenn abends alle Häftlinge von der Arbeit wieder im Stammlager waren. Jetzt sind wir auf dem Weg vom Tor Birkenau zur Rampe. Das ist ungefähr 3 Kilometer, sehr schwer zu laufen gewesen, weil das alles vereist und verschneit war. Im Hintergrund sieht man das riesige Lager von Birkenau, das ungefähr 4 oder 5 Kilometer vom Stammlager entfernt war, wo nie ein Häftling aus dem Stammlager hingekommen ist.
Das ist das gesprengte Krematorium 1 und 2, an die man, wenn man hier geht, die schrecklichsten Erinnerungen hat. Denn immerhin sind nachweislich über 1,5 Millionen Menschen hier vergast und verbrannt worden. Angesichts heutiger Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Auschwitz ist das Gewissen der Wertegemeinschaft demokratischer Staaten. Zu Recht werden die Gefahren eines wachsenden Antisemitismus international immer wieder benannt. Hingegen findet die besorgniserregende Zunahme rassistischer Gewalt gegenüber den Sinti und Roma, der größten Minderheit in Europa, in Politik und Öffentlichkeit längst nicht die notwendige Beachtung. Ich appelliere deshalb an diesem Ort an die Vertreter der Regierungen, dem Rassismus gegenüber Sinti und Roma mit der gleichen Entschiedenheit entgegenzutreten. Nur wenn die Staaten Europas ihre nationalen Minderheiten und vor allen Dingen Sinti und Roma als Teil der eigenen